Willi Kausen hatte einen neuen Sponsor, Red Lefsen. Es ging um die Wurst bei ihm. Und da hat er mich eingeladen und sagt, Jochen, willst du mit mir nicht mal mit dem Porsche eine Runde fahren? Nur 2. Sag ich, ja gerne. Ja, dann hockte ich mal hier, da hockte ich auf der Batterie, guckte also über die kleine Luftblende hinaus. Willi saß rechts unter mir. Da fuhren wir los, eine Ostkurve, ja, was haben wir gehabt? So 200, 220, 230. Ich dachte, ja gut, das verträgt mein Genick noch. Und dann gab der immer mehr Gas und mehr. Ich sag, Moment mal, jetzt kommt doch irgendwann die zweite Schikane. Wir waren 200 Meter von der zweiten Schikane entfernt, der gab immer noch Gas, Vollgas. Ich denke, ach du großer Gott. Und ich kam also mit einem steifen Genick, kam ich hier an die Box und sag, Willi, wieso hast du die zweite Schikane ausgeräumt? Ach so, habe ich vergessen dir zu sagen, da hat der Porsche eine Lichtschranke aufgestellt, wollen mal messen, wie schnell das Ding ist. Aber wir sind nur 355 gefahren und nach meinem Diagramm hätten es 360 sein müssen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen und danke fürs Einschalten dieser Folge. Heute habe ich wieder einen Gast für euch, bei dem man kaum glauben kann, was er alles in der Vergangenheit gemacht und erlebt hat und wo er überall dabei war. Die Leser der Zeitschrift Curbs haben eine leise Ahnung und wenn ihr meinen YouTube-Kanal verfolgt und mein Video gesehen habt, das ich auf dem Geburtstag von Hans Heyer aufgenommen habe, dann habt ihr ihn schon gesehen. Jochen von Osterroth. Er war nicht nur Journalist, sondern seine Expertise wurde auch immer wieder gerne herangezogen, wenn es zum Beispiel darum ging, einen Formel-1-Stall zu managen oder eine Rallye durchzuführen. Wahrscheinlich haben wir alle mindestens ein Buch von ihm im Regal stehen und hier erzählt er nun aus seinem bunten Leben. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Jochen von Osterroth. Herr von Osterroth, jetzt reden wir nochmal über Ihren Anfang. Sie sind am Schleizer Dreieck geboren. Ja, das ist Zufall. Meine Mutter war als Luftwaffenoberhelferin in Dresden eingezogen. In Dresden deswegen, weil da ein Onkel von mir war der Luftwaffengeneral. Da war sie also in bester Obhut und nicht irgendwo in der Prärie. Und auf dem Weg nach Dresden habe ich mich dann gemeldet. Das war just in Schleiz, wo das berühmte Dreieck demnächst sein Jubiläum hat. 100 Jahre. Somit habe ich also indirekt schon ein bisschen Petrol-Duft in mich hineinbekommen. Später bin ich mit meiner Tante hier im Westen geflüchtet in einem Güterwagen. Ich war nämlich ich war ein Unhold. Ich war als einziger nicht in den jungen Pionieren, das war schon mal eine Frechheit. Dann hieß ich also Junker, auch schon schlecht. Und wir wollten immer hier in den Westen rüber, durften aber nicht. Und ich durfte aber auch nicht in die Oberschule, da nicht Pionier und auch von meiner Einstellung her nicht unbedingt das, was ich mit der DDR als sehr erforderlich erweist. Ja, und dann habe ich in der Landwirtschaft, in der LPG, erstmal Kühe hüten müssen. Bis ich dann der Besitzer dieses Bauernhofes, der war früher mal vor dem Krieg Schweizer gewesen, ein Altkommunist von der guten Art. Dem haben wir versprochen, alles, was wir in Land und noch dergleichen da hatten, schenken wir der LPG. Und sorgt er dafür, dass wir in einem versiegelten Güterwagen mit dem Staatswappen der DDR in den Westen kommen. Da waren meine Tante und ich drin. Meine Mutter war direkt nach dem Krieg nach England und mit bis Möbel und nach dem Motto, so geht's in den Westen. Nur leider kam dieser Güterwagen nur bis zum Güterbahnhof in Leipzig und dann standen wir und durften ja keinen Mucks machen, durfte keiner wissen, dass da Menschen drin sind. Ja, da standen wir 1,5 Tage in Leipzig auf dem Güterbahnhof und dann ging es Richtung Westen weiter. Aber solange es klack, klack, klack machte, wussten wir sind noch im Osten. Und erst, als es auf einmal klick, klick, klick macht, wussten wir, da ist der Grenzübergang bei Gerstungen, jetzt sind wir im Westen, konnten endlich mal die Klappe in dem Güterwagen aufmachen und uns bemerkbar machen im Februar, dass wir da drin sind. Ja, und so kam ich dann hier in den Westen. Und was soll ein Junge in meinem Alter machen? Natürlich soll er Abi machen. In welchem Jahr war das? Bitte? In welchem Jahr war die Flucht? 58. 58, okay. Nun ja, also bot sich das staatliche Aufbaugymnasium in Bad Neuenahr an. Das war ein Sammelpunkt für alle Ossis, die schon Russisch hatten und auch schon in naturwissenschaftlichen Fächern wesentlich weiter waren. Wir hatten in der DDR, in der 8. Klasse, das nennt man hier Volksschule, hatten wir Atomphysik. Okay. Deswegen war in einem starken Aufbaugymnasium, wurde auf dem Standard von drüben aufgebaut. Wurde auch Russisch weitergemacht, aber kam dann natürlich neusprachlich Latein und Französisch dazu. Und Bad Neuenahr liegt ja nicht weit vom Nürburgring entfernt. Und glücklicherweise war mein Onkel Dr. Ottendorf Simrock, ein Schöngeist, der Nachfahre von Karl Simrock, dem berühmten Germanisten. Der bekam immer Ehrenkarten, konnte damit überhaupt nichts anfangen als Schöngeist. Und eines Tages hat mein Freund Hartmut Lebring, dessen Mutter war befreundet mit meiner Tante, rausgefunden, Mensch,
diesen Onkel Wallo, den müssen wir mit den Karten anhauen. Ich habe jetzt einen VW Hugo. Er hatte einen VW Standard gekauft und durfte schon Auto fahren. Ich natürlich noch nicht. Damit war aber das Gefährt schon da. Und die Karten eigentlich auch. Zuvor hatte ich es auf eine andere Weise probiert. Ich bin dann mit dem Fahrrad von Bad Neuenahr zum Nürburgring hoch und hatte in einer Satteltasche einen Blazer, eine Krawatte und ein weißes Hemd. Dann habe ich mich jenseits des Brünnchens umgezogen und ging dann mit diesem Blazer zu den Kartenverkäufern und sagte, also Jungs, also so geht es nicht wie oben eine Renate, könnt es natürlich, das war doch jung im Geschäft, aber ihr könnt es ja nicht verfolgen. Guck mal, da ist ein Loch, da rocken die alle durch. Das ist ja entgangene Einnahme, das geht natürlich nicht. Also da müsst ihr mal ein bisschen was am Zaun machen, so geht das nicht. Dann bin ich einfach weitergegangen. Kann natürlich keiner auf die Idee, mich nach Karten zu fragen. Dann hatten wir natürlich VW Hugo als Transportmittel, brauchten auch das mit dem Blazer und Krawatte nicht mehr, sondern man hat ja Onkel Wallos Ehrenkarten gehabt. Ab 1963. Und auf diese Weise war das natürlich am Nürburgring sehr angenehm. Man lernte ja also Gott und die Welt kennen. Man wurde gleich Jim Clark vorgestellt und Colin Chapman. Und dadurch hatte ich auf einmal das ganze Lotus-Team schon inklusive Mike Spence von innen und außen kennengelernt. Man duzte sich schon. Und solchermaßen geimpft hatte man natürlich ein ganz anderes Entree. Ja. Mit einer Ausnahme. Das war ein 1000 Kilometer, ein Grand Prix am Nürburgring, wo mehrere Freunde oben an der, hoch zum Flugplatz, wollten die unbedingt gucken. Ja, aber dafür hatte mein Onkel keine Ehrenkarten. Das war natürlich blöd. Was machen wir? BBC, das war das Stichwort. Wir sind ein BBC-Team. Da haben wir Kartons mitgenommen, groß mit BBC beschriftet. Drin waren Bierflaschen und alles mögliche, Gartenstühle. Und dann bin ich dann hin und habe gesagt, entschuldigen Sie, meine BBC-Team kommt gleich, entschuldigen mein Deutsch, aber wir sind sehr in a hurry, wir sind sehr schnell, die haben die großen Kameras drin. Wenn Sie kommen, ich zeige Ihnen dann Sie schnell durch. Und der guckte nur ganz blöde. Dann kamen die alle mit den Kartons angerannt, Pseudo-BBC-Team, haben es um die Ecke gemacht, damit man nicht so uns gleich beobachten. Wir hatten ja nun keine Kameras da drin. Ja, und das klappte wunderbar. Und just ging ich noch mal raus, um mich zu bedanken. Und da stand Dan Gurney da. Der war hoch zu dem sogenannten Flugplatz, wollte mal gucken, wie das so aussieht. Und ich kam mit ihm ins Gespräch. Und er sagte, habe ich ihm das erzählt, wer da reinkommt, sagt, kriegst einen Official. Kriegt einen Auftrag von mir. Hat aber das Papier gekriegt. Ich sollte für ihn da beobachten, wie die Kuppe nehmen. Dann geht es ja rechts rein. Nur natürlich Pseudo. Und damit sollte ich dann am Fahrerlager vorbeikommen, nach ihm verlangen. Ja, das klappte. Der kam wirklich, auf die Weise war ich bei einem Grand Prix im Fahrerlager. Ohne any other help. Dank Dan Gurney. Ja, und da lernte man natürlich durch ihn, lernte ich natürlich auch wieder welche kennen, die ich noch nicht kannte, ob das ein Jack Brabham oder wer auch immer war. Ja, und so war man dann so in der Materie drin, dass man sich dann leisten konnte, ab 1967 schon mit einer offiziellen Presseakkreditierung, eigentlich für die Formel V ausgestellt, am großen Preis von Monaco zu sein. Und durch Beziehungen hat man das so gemacht. In der Luftwaffe hat man ja nicht viel Urlaub nehmen können, zumal ich Quick Reaction Alert war. Das war also immer eine Alarmbereitschaftsstellung, wo man innerhalb von 2 Minuten am Gerät sein musste. Und da muss ich eine Phase raussuchen, wo nach dem Quick Reaction war eine Interimsphase. Die plus mein Jahresurlaub ergab genau 1000 Kilometer in Spa, großer Preis von Monaco, Targa Florio und von da aus wieder 1000 Kilometer Nürburgring. Das war genau ein Monat. 1967. Das hat auch geklappt mit meinem allerersten Auto, einem alten gebrauchten Porsche. In Ihrem ersten Auto? Ja, das war ein alter gebrauchter Porsche 356b. Sind dann Hartmut Lebring und ich von Spa nach Monaco gedüst und haben da leider diesen Bandini-Unfall miterleben müssen und sind dann weiter Richtung Targa Florio und wurden dann mitsamt Auto auf ein Block geladen. Alle anderen wurden richtig auf die Straße geladen, die ganzen Cinquecentos und dergleichen. Unser Auto stand auf einem Block. Ja, was ist denn das? Ja, wer so ein Auto fährt, hat Geld. Pagare. Und dann ließ man uns erst auf die Strecke. Ja, und dann durch Zufall trafen wir unseren alten Freund Paul Hawkins, den hatten wir schon hier auf dem Nürburgring kennengelernt, wieder und hatten dadurch natürlich bei Porsche das totale Entree in dem offiziellen Training mit meinem 356er im offiziellen Training hoch in die Madonie gefahren, haben uns eine schöne Stelle ausgesucht und hatten sogar einen Auftrag von einem gewissen Fürst Metternich.
Fürst Metternich und sein Freund, der Graf Wittigo Einsiedel, die beiden wollten bei der Targa mit ihrem Mini fahren. Der Fürst hatte so einen kleinen Mini, mit dem er eigentlich durch die Weinberge fuhr, aber richtig heiß gemacht, und der wollte mit seinem Freund Wittigo an der Targa teilnehmen. Und er sagte, also mit unserem kleinen Auto müssen wir ab und zu einen Refreshment-Stopp haben. Ihr seid doch da oben, Colisano und Bergen, an der Stelle. Wenn wir kommen, kurzer Stopp, Schluck Rotwein, bisschen Weißbrot, dann ist reingelegt, ein kühles, nasses Handtuch und dann fahren wir weiter. Ja, beim ersten Stopp, also erstmal haben wir an der Strecke übernachtet, war ja alles ruhig. Und am nächsten Mal ein fürchterliches Getöse, waren wir um von zigtausend Autos, die bilden dann teilweise mit den Autos die nicht vorhandenen Leitplanken. Die wurden dann durch Cinquecentos am Rand gebildet, hatte keiner gejuckt. Ja, und dann waren wir da und warteten, der Fürst vor allem herum, eine Runde, naja, wunderbar, und dann kam er nicht mehr. Jedenfalls nicht mit Auto, sondern zu Fuß kam er angehechelt. Ja, hätte leider Motorschaden gehabt und hat sich auch ein bisschen die Vorderradaufhänger angekratzt. Und dann sagen wir, und jetzt, hier um uns sind 700.000 Tifosi. Nach dem Rennen steht hier alles, geht gar nichts mehr. Ja, ich muss doch wieder runter. Ach, Moment mal, der Wittigo, sein Freund, hatte nämlich keinen Helm dabei. Und dieser Wittigo hat kurz vor dem Start sich von einem Polizia Stradale Mann den Helm gesagt, pass auf, wenn ich wieder zurückkomme nach dem Rennen, kriegen Sie von einem Principe eine Widmung. So, und dieser Wittigo, der sollte ja den zweiten Turn fahren, hat dann diesem Polizisten überzeugt, Polizia Stradale, also wissen Sie, jetzt brauchen wir aber noch, zu dem Helm gehört ja diese Vespa. Und da der Helm auf meinem Kopf ist, fahre ich jetzt mit dieser Maske und hole den Principe, damit sie ihn auch persönlich kennenlernen. Auf einmal kam Wittigo, Einsiedel, mit der Polizeivespa und den Helm. Wittigo, hier bin ich, Paul Alfons, aufsteigen, wir fahren zurück. Ja, die fuhren zurück und wir standen dann noch 5 Stunden, bis sich die ganze Blechlawine so langsam löste. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Hartmut Lebring ein Problem hatte, er hat ein offenes Geschwür gehabt. Das fing an zu suppen. Und die ganze Zeit, wenn man immer nur im Auto sitzt, wurde das nicht besser. Ja. Und dann kamen wir in Santa Maria Agata an eine Kreuzung, wo nichts mehr ging. Unten stand ein Polizist und auf einmal winkte der. Scusi, Porsche. Stellte sich raus, der war als Gastarbeiter 2 Jahre bei Porsche gewesen. Sagt, grandioso. Alle mussten links und rechts ran, Porsche rein. Jetzt müssen wir einen feiern. Sag ich, ja, Moment mal, aber wir machten das in der Kreuzung. Die sollen sehen, wie sie zurechtkommen. Ich muss euch der Familie vorstellen. Die ganze Babine, wie die Orgelverhalten wird mir vorgestellt. Wir mussten da essen, trinken. Unser Hartmut lag nebenan auf dem Bett und stöhnte mit seinen Dings. Wir wurden da nicht weggelassen. Und der hat dann gemanagt, dass wir also auf Umwegen wieder die Fähre kriegen. Der kannte da also Gott und die Welt und hat auch irgendwo angerufen. Jedenfalls, wir kamen zur Fähre am nächsten Morgen, als wären wir gleich losgefahren. Ja, und dann die ganze Madonie wieder hoch und es gab ja noch keine Autobahn. Es ging also Serpentin an der Küste lang. Wenn eine Schafherde vor einem stand man eben halt, bis die Schäflein vorbei waren. Und dann haben wir es gerade noch so geschafft bis zum 1000 Kilometer Rennen. Mein Freund Hartmut, der hat sich dann erstmal schnell versorgen lassen medizinisch, dann haben wir das auch mitgenommen. Ja, und dann am Montag war ich schon wieder in meiner Staffel in Lager Lechfeld und habe mich dann zum Dienst zurückgemeldet. Aber was war Ihr Auftrag, als Journalist da zu sein bei den ganzen Autorennen oder was haben Sie gemacht? Ja, passen Sie auf. Da war auch Reinhard Braun. Ich war in Bayern stationiert und alle Rennen in der Nähe, ob Bergrennen, ob Innsbruck Flugplatz oder auch Zeltweg, war natürlich in meinem Einflussbereich, und da war ein Rennen in Innsbruck und da lernte ich einen Ulf von Malberg, der hat den Formel V Express gemacht. Und Rainer Braun war ganz junger Journalist bei der Autozeitung, fuhr auch Formel V. Und so habe ich ihn, auch die Britta in Innsbruck, Flugplatzrennen 1963, 63. Warten Sie mal, das bin ich nicht ganz sicher. Das muss schon 66 oder sowas gewesen. Habe ich die kennengelernt.
Und dann kam er darauf, dass ich Cartoons zeichne und sagte, ach, für meinen Formel für Europa Express, das ist ganz toll, machst du Cartoons und so weiter, kannst hier gleich anfangen. Und sagt, ja, kann ich dann auch einen Cartoon irgendwie mit Monaco machen? Sagte, nee, aber wir fahren da, ich organisiere das, kriegst eine Presseauskarte. Jetzt hatten die aber keine Pressekarte separat für Formel V. Es gab nur für den Gran Premio gab es eine Pressekarte, eine Fotokarte, das Beste, was es gab. Ja, und so ein Ding hatte ich dann. Und dann habe ich dem Ulf von Malberg mitgeteilt, ich hätte da noch meinen Freund Hartmut Lebring. Nur, kein Problem, mach mal. Machen wir über Formel V so und so, hatte der auch eine Pressekarte. Und mit diesen Pressekarten haben wir natürlich in Sizilien gesagt, aber er in Monaco akkreditiert ist, bitteschön, muss doch für die Targa Florio ohne großes Aufhebens auch so ein Ding kriegen. Und mit den beiden wiederum am Nürburgring, ja hallo. Nicht so, hat sich das immer mehr aufgeschaukelt, so dass man schon während der Luftwaffenzeit habe ich dann schon richtig Redaktionsaufträge bekommen, Formel 2 Rennen, Salzburgring, ja gerade nebenan fahre ich mal hin, Rallye Racing hätte jemanden runterschicken müssen, wäre teuer geworden, Ostrot war ja unten und so ging das dann immer weiter und dann hatte ich ein Problem. Ich wollte eigentlich Pilot werden. Mein Problem war Brille. Fliegerische Grundausbildung, Uetersen, hat man gesagt, ja, also Herr von Ostrot, als Z12, also Type Rating, Noratlas, Sie kennen den Noratlas, den Traum aller Jungfrauen, das war das alte Französischflugzeug mit 2 Schwänzen. Oder Noratlas. Ich wollte aber eigentlich Starfighter fliegen, aber war nicht drin. Und dann habe ich mich runterstufen lassen auf Z6. Und just zu dieser Zeit hatte die Luftwaffe ein neues System, nämlich das Waffensystem Pershing bekommen. Ja. Pershing als Boden-Boden-Rakete war was ganz Neues, was ganz Tolles. Und da wurde ich noch als Fähnrich in einem Crashkurs an der Luftwaffe-Universität Neubiberg, an der TAG-LW, Technikakademie ist das die Abkürzung, habe ich einen Crashkurs bekommen und bin dann als Fähnrich mit nach USA genommen worden, um dort eine Ausbildung zu bekommen. Erst in Fort Bliss, dann Fort Sill in Oklahoma, was natürlich ganz verrückt war. Oklahoma ist also in der Mitte von nichts. Und die Leute sind auch sehr unbedarft, inklusive der Militärs, die da waren. Als allererstes wurden mir vorgestellt, ich war noch nicht mal Leutnant, ich war Fähnrich, aber als Fähnrich hat man so ein Feldwebelhäkchen da oben und noch einen zuständigen Stern am Ärmel, der Offiziersanwärterstern. Ja, da war ich natürlich mehr als ein Leutnant, der hat ja nur hier oben Stern gehabt, ich hatte oben was und unten was. Und immer wenn so eine Truppe mit einem amerikanischen Ausbild vorbeikam, hopp, ho, hopp, ho, stopp, dann haben die alle Good Morning so angegrüßt und hopp, ho, sind sie weiter. Da fragte mich dann ein amerikanischer General, der diese Kaserne da leitete, where you come from? East Germany or West Germany? Mitten in der Zeit des Kalten Krieges fragte er mich, ob ich aus der DDR komme oder Westdeutschland. Ging noch weiter. Zu dieser Zeit, das war also auch eine Artillerieschule, hatten die es geschafft, hatten einen Israeli neben einen Ägypter in die gleiche Bank gesetzt. Die waren aber gerade im Krieg, hatten zwar die gleiche Artillerie, aber waren Feinde. Haben die alle sich gewundert, wieso das nicht funktioniert, warum da ständig Ärger ist. Da habe ich erst mal aufgeklärt, dass man bitteschön doch also das nicht machen sollte. Zeitung lesen sollten. Ja, das war also abenteuerlich. Ja. So habe ich meine Ausbildung, meine Pershing-Ausbildung gemacht und natürlich immer, wenn man frei hatte, ist man dann mal nach Huntsville oder auch mal nach Mexiko, war eine längere Zeit da. Das Schöne war nur, solange es Multiple Choice war, also man musste ankreuzen, waren die Amis genauso gut wie wir. Aber als dann darum ging, Dinge zu begreifen, was könnte man wie machen, ja, wir Deutschen, die Amis abgeseift bis zum geht nicht mehr. Das Schönste war, ich weiß noch, bei meinem ersten Jahresschießen, das ging von Utah aus runter nach White Sands Missile Range. Die Pershing fliegt also 900 Kilometer, ist eine zweistufige Rakete. Die erste Stufe zündet, so in etwa 90 Kilometer Höhe wird die abgesprengt, zündet die zweite Stufe und in 200 Kilometer Höhe wird dann der Gefechtskopf abgesprengt und darunter ist eine sogenannte Guidance Section, die also genau programmiert, wohin der Kopf fliegen soll. Der fliegt dann mit 8-facher Schallgeschwindigkeit runter zur Erde, ist durch nichts mehr zu beeinflussen. Den kann man nicht mehr abwehren. Großen haben natürlich das Deichsel-System. Warum? Die Basis war die V2, die deutsche V2, die hatten ja auch abgegriffen, was von Peenemünde noch übrig war. Nicht bei den Amis, haben die Russen mitgenommen. Na jedenfalls schießt das Ding also 200 Kilometer Weltraum ist der Kulminationspunkt, dann schießt man runter nach White Sands. So, bei meinem ersten Einsatz hieß es auf einmal FAMSEC, das waren so also technische Berater, die haben gesagt, ja, wir können nicht schießen.
wir haben zu wenig Wasser an der Erde, nämlich die Wassersysteme mussten mit sogenannten Groundwater, sind Erdungsstangen. Da wurde genau gemessen, wie viel Feuchtigkeit drin ist. Und wenn die nicht da ist, war das zu riskant, da von der Wüste aus da runter zu schießen, abgesagt. Sag ich, Moment, am Wasser der Erdungsstangen hängt das? Dann habe ich ein LKW von Amis organisiert, habe in unserer Zeltstadt alles, was flüssig war. Ob das Whiskyflaschen war, alles, was flüssig war, selbst Milch, alles, was flüssig war, habe ich gesagt, Jungs, aufladen. Dann haben wir rund um die Erdungsstangen haben wir gewässert. Haben am Schluss dann demonstrativ noch im Kreis rumgestellt und haben die angepinkelt. Die Amis, was machen die scheiß Germans da? Ja, dann hat FEMSEC gemessen und PPMO, das ist da diese Armbinde, Pershing Project Managers Office, haben gesagt, ja, wunderbar, alles klar, wir können schießen. Ja, und die Amis guckten in die Röhre, wir durften schießen und dann habe ich es also geschafft, auf eine Entfernung von 900 Kilometer, einen halben Meter zu weit rechts und 24,8 Meter zu kurz zu schießen. Das aber im Ernstfall mit dem atomaren Spraykopf vor einem Umkreis von 50 Kilometer alles im Eimer ist. Über 900 Kilometer. Ja. Und Sie waren quasi der Steuermann für diese Pershing 2 Raketen. Ja, ich war der entsprechende Zugführer, bekam eine besondere Belobigung mit 3 Tagen Sonderurlaub, wurde in Köln waren mit einem Hubschrauber runter nach Lagerlechfeld geflogen, weil das ein neuer Rekord war, neuer Pershing-Rekord. Ja, und so war ich in diesem Waffensystem drin, habe dann eben halt andere ausgebildet, habe dann selber aber auch nochmal geschossen und hatte dadurch eben halt auch meine Beziehung, was Weltraum angeht, durch Huntsville und dergleichen, also hat man so Interesse gehabt, zumal das Waffensystem, die Ausbildung Waffensystem war teilweise auch in Cape Kennedy, weil die Pershing wurde in Florida hergestellt. Und alles, was getestet wurde, war am Cape Kennedy. Na, jedenfalls hat man dann also auch die tollsten Ausbildungen gemacht. Das ging also Waffensystem, Wintertraining in Alaska. Dann wurde man mit Transportmaschinen runtergeflogen, hat dann Survival-Training irgendwo unten in Mittelamerika gemacht. Und das war einfach nur, um das Waffensystem zu testen unter verschiedenen Wetterbedingungen. Das war das Problem, was die Amerikaner mit ihrem Space Shuttle hatten. Mhm. Als dieses Space Shuttle, dieses letzte, in Cape Kennedy starten sollte, hatten die 0 Grad. Und ich war bei der Spielwarenmesse in Nürnberg eingeladen, beim Freund wollte ich mir den Start angucken und hörte, was 0 Grad? Sagt, sind die denn verrückt? Da kann man nicht starten. Da sind die Dichtungen zusammengegangen, ne? Das war das Problem, glaube ich. Wir hatten bei Pershing, immer wenn es unter 5 Grad schon war, hatten wir Heater Blankets. Heizdecken wie auch heute bei Rennwagen, die Slicks aufgewärmt. So haben wir unser System aufgewärmt. Und erst im letzten Moment bei QRA, wenn also die Rakete aufgerichtet werden soll, haben wir blitzartig die Heizdecken abgemacht. Ja, das haben die Amis nicht begriffen. Zu dieser Zeit waren auch keine Deutschen mehr in dem Waffensystem, also in diesem Fall Weltraumsystem verankert. Die hatten gleich gebrüllt. Ja, und dann haben sie sich gewundert, die Splice-Bands, die Haltebänder haben sich zusammengezogen. Ja, und dann hat natürlich haben die Booster den Tank etwas angeräuchert und ich kann mir vorstellen, mit diesem Riesentank, wenn der mal angeräuchert wird, gibt es noch eine riesen Explosion und das war es dann. Wo Sie eben sagten, V2-Rakete, Sie haben auch den Werner von Braun kennengelernt, oder? Ja, habe ich auch noch Autogramme von. Ich habe unten im Stahlschrank noch eine ganze Weltraumsammlung. Das sind sämtliche Autogramme aller sowjetischen Kosmonauten mit 2 Ausnahmen, der ersten 200, und alle amerikanischen Astronauten mit einer Ausnahme, das ist White. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Geschichte kennen, Apollo 1, White, Chris und Chaffee, die sind ja verbrannt in ihrer Kapsel. Als das getestet werden soll, da hatten die Amis da nicht geschnallt, dass Sauerstoff sehr gefährlich sein kann. Da hatten die einen Kurzschluss mit Sauerstoff in der ersten Apollo-Kapsel, da ist der Aufnäher von denen, und da sind die verbrannt. Was zur Folge hatte, in Utah, Lawton, Oklahoma, große Zeitung, auf der ersten Seite, das Kind von Farmer so und so ist von einem Traktor überfahren worden. Ungeheuerlich. Auf Seite 6, so ein kleiner Absatz, dass die Apollo-Astronauten White, Chris und Chaffee in ihrer Kapsel verbrannt sind. So war die geistige Haltung in Lawton, Oklahoma. Ja, gegenüber Weltraum. Sehr schön, ja. Nun gut, nach meiner Luftwaffenzeit wollte ich eigentlich Lehrer werden.
Habe mich also immatrikulieren lassen in Bad Neuenahr, wo mein Kunstlehrer war, der sagte, Osterroth, ich brauche dich als Nachwuchs hier an dem, du kennst das Gymnasium, Aufbaugymnasium, wo dann auch Hartmut Lebring war. Da dachte ich, das ist doch einfach ideal. In der Nähe vom Nürburgring einen Job als Lehrer zu haben, ja wunderbar. Aber ich habe erstmal studieren müssen in Mainz. So, was habe ich gemacht? Ich habe immer nur von Dienstag bis Donnerstag studiert, komprimiert, da ich am Wochenende nämlich für World News IMC in Luxemburg von den Rennen berichtet habe. Da war so ein verrückter Rudi Franken, der alle Woche, es gab noch keine Wochenzeitschriften über Motorsport, hatte dann Briefe an seine ganzen Freunde versendet, die mit Motorsport zu tun hatten. Und diese Briefe musste ich in Lützeburg weitgehend füllen. Bin also auf Redaktionskosten zu allen Grand Prix und immer musste ich nur am Dienstag wieder in der Uni sein. War wunderbar. Und nach einem halben Jahr kam ein Anruf von einem gewissen Wolfgang Rausch, Rallye Racing, für den hatte ich ja schon ein paar Mal geschrieben, Osterroth, Sie haben jetzt einen Tag zum Exmatrikulieren Zeit und dann kommen Sie nach Alfeld an der Leine, wir holen Sie in Kreinsen mit einem Jaguar E-Type, wohlgemerkt mit dem 12-Zylinder ab. Ab jetzt schreiben Sie für uns. Ja, und so kam ich zu Rallye Racing. 2 Wochen später war ich in Brands Hatch. Nur eben halt nicht mehr für Rudi Franken in Lützeburg, sondern für Wolfgang Rausch von Rallye Racing. Klingt nicht schlecht. Und die Fliegerei oder die Karriere bei der Luftwaffe, das haben Sie dann aufgegeben? Die war dann aufgegeben. Aber ich hatte den Vorteil, aufgrund gewisser fliegerischer Kenntnisse, hat mich später ein gewisser Hajo Masing. Hajo Masing hat alles mögliche, hat immer Fahrer hin und her geflogen, aber auch Fans. Und der musste ja in den King Airs 2 Piloten haben. Die musste er auch während des Rennens irgendwo unterbringen. Da sagt Mensch, Jochen, du bist jetzt der Co-Pilot, dann brauche ich dich nicht unterbringen. Außerdem kannst du noch eine Karte organisieren. So hat mich dann immer als Co-Pilot von Hajo Masing zu den Rennen geflogen. Das war sehr gut, hat nämlich für mich und den Verlag nichts gekostet. Und die Mühle musste so lange warten, bis ich meine Arbeit an den Boxen oder später habe ich noch für SED und DPA gearbeitet, solange ich meine Rundfunksachen durch hatte. Ich mache natürlich auch noch Radio Luxemburg. Wenn ich fertig bin, dann konnten die erst starten. War wunderbar. Ja, das alle anderen mussten ihre Arbeit abbrechen, damit sie den Flieger noch kriegen. Habe ich kein Problem gehabt. Da gab es auch dieses wilde Arcus Air. Das ist der, oder? Ja. Hajo Masing von Arcus Air, ein Rennverrückter, der also seine Hubschrauber hatte, aber ich hatte den Vorteil in Hockenheim, da am Seehotel in Ketsch, hatte Hubschrauber auf der Wiese vor meinem Schlafzimmer geparkt und ich brauchte morgens gar nicht mehr durch die Rezeption, Hechtsprung aus dem Fenster raus, direkt in den Hubschrauber rein. Ja, und da ist man ja auch in Kontakt mit den ganzen Rennfahrern gekommen, weil die sind doch da alle immer mitgeflogen. Ja, klar. Das war doch die Airline. Richtig. Ja gut, ich kannte die Jungs natürlich alle schon, ich habe sie ja von Anfang an erlebt und deswegen hatte man auch, das gibt es heute gar nicht mehr, ganz andere Beziehungen. Nicht, wenn ich also mit einem John Surtees ein Interview machen wollte, dann sagte er, komm, wir gehen da oben in Monaco, wir fahren da oben nach Madonie, da ist so eine kleine, schöne Kneipe. Er hatte ja nicht viel, hat immer auf dem letzten, aber er musste dabei sein. Ja, da haben wir da gehockt und haben uns ein bisschen Fleisch besorgt und haben da geprepelt und so ging das immer privat. Oder ein James Hunt, was habe ich mit James alles erlebt, privat. Ja, das können Sie gleich mal erzählen. James Hunt hat diesen berühmten Spruch gebracht, was hat meine Jeans mit der FIA gemeinsam? Ne? Viele Nieten. Ja, ist vielleicht was dran. Nein, mit James Hunt, ich war schon 1973, hat sein Bruder Peter gesagt, Mensch Jochen, diesen James müssen wir da ein bisschen in Deutschland bekannt machen, den hatte ich beim Formel-3-Rennen auf dem Nürburgring kennengelernt. Kannst du nicht für ihn die Fanpost übernehmen, du kriegst von James Autogrammkarten und so weiter, um Kontakt auch in Deutschland zu haben. War ich also James Hunt Fanvertreter im Auftrag von Peter Hunt. Und so haben wir natürlich privat einiges erlebt. Ja, das glaube ich. Dinge, die sind also so jenseits von Gut und Böse, nicht nur in New York, im Studio 54, auch bei Gerd Schüler. Gerd Schüler, das war Diskotheken-King. In Frankfurt war auch schon bei mir zu Gast. Bitte? In Frankfurt. In Dorian Gray, der hatte zu dieser Zeit 27 Diskotheken. Ja. Und hatte uns nach Heidelberg eingeladen, nach dem Rennen. Und wir haben fürchterlich eingesoffen. Und James Hunt sollte eigentlich nächsten Tag in Sandford Testfahrten machen. Patrick Tambay war auch vor Ort und dann haben wir so gesoffen, dass der Schüler sagt, Jungs, ihr müsst hier bei mir in der Wohnung, James hatte extra einen 6,3 Liter Mercedes bekommen, um da schnell hinzukommen. Ihr müsst bei mir schlafen, aber tut mir leid. Meine Frau Tamara, wir haben das Ehebett, die Tochter liegt da, ihr müsst auf dem Boden liegen, aber ich habe ein paar Decken.
Da lag also James ziemlich besoffen neben mir auf dem Fußboden. Auf einmal morgens um 6, Stimme, Jochen, I must do this bloody testing in Sanford. Ich sag, Mensch, James, bist du denn verrückt? Du bist ja eine halbbesoffen. No problem at all. Er schickt ja einen 6,3 Liter Mercedes, hat mir später Teddy Mayer erzählt. Mittags kam James Hunt an der Strecke an, hat nur gebrüllt, Patrick, get out of the car, I'm doing the testing. Da ist der gefahren, 1 Sekunde schneller als Patrick Tambay. Das sind so typische James Hunt-Erlebnisse, unabhängig von Lord Hesketh und seiner Mutter, was man da so alles erlebt. Wie oft haben wir die Mama besoffen in ihr Zimmer getragen. Die hatte eine Augenklappe, die hatte also nur ein Auge. Ja. Und solange ihr Sohn seine Spielzeuge pflegen durfte, war das ja alles in Ordnung. Nur dann hat sie irgendwann gesagt, also lieber Alexander, jetzt musst du dich aber von dem Rolls-Royce trennen und die Yacht ist auch nicht mehr, wenn du noch eine Saison fahren willst. Also da müssen wir abspecken. Das war die Zeit, wo dann auch ein Hesketh käuflich zu erwerben war. Just zu dieser Zeit hat nämlich er hatte mit James Hunt gesprochen, sagt, du, ich fahre hier Formel 2 mit dem Chefrat irgendwann mittendrin, soll man nicht gleich in die Formel 1? Da sagt James, naja, red mal mit dem Jochen, der kennt sich da aus, ihr habt ja eine WG, dann sprecht mal drüber. Und Harald sagt, ja, ich will Formel 1. Ja, wo kriegt man Formel 1 Wagen her? Hat man erst ein Angebot, Finotto, ein Italiener, hatte von Brabham 2 alte Brabhams gekauft. Die hätte dann Erich Zarkowski betreut. War auch soweit alles klar. Daraufhin haben wir sogar, ist unten das Modell, hat Harald sich von Tamiya ein Brabham-Modell gekauft. Das haben wir beide dann zusammengebaut, um dann die Bemalung für Warsteiner festzulegen. Ja, das zerschlug sich aber dann, sagt Jochen, du, ich will beim großen Preis von Deutschland Formel 1 fahren. Seh zu, was du für ein Auto kriegst. Dann habe ich überall rumgetingelt. Just zu diesem Zeitpunkt war 14 Tage zuvor in Silverstone ein fürchterlicher Crash, bei dem also 13 Autos kaputt gingen. Jetzt kriegt man ein Formel 1 Auto, die waren alle froh, dass die Reservewagen noch da waren. Ja. Ich wollte eigentlich einen Hesketh, hatte mit Bubbles Horsley auch schon gesprochen. 15 Grand war ausgemacht und für ein ganzes Fahrzeug dann ein bisschen mehr, aber akzeptabel. Und er sagt auf einmal, du, nach dem Crash hier, wir brauchen es nicht selbst, also jetzt musst du für ein Rennen, schon 15 Grand bezahlen. War ein bisschen verrückt, das Geld haben wir nicht. Und dann habe ich mit Bernie Ecclestone gesprochen, sag ich, wir brauchen irgendwo ein Hesketh. Sagt, du, habe ich eine Idee. Chassis Nummer 1 hat Harry Stiller, Monkey Brown hat das Auto, das ist ein guter Kumpel von mir. Ich kaufe das Monkey Brown ab und verkauf's euch. Natürlich hatte Bernie dann aufgeschlagen. Einen kleinen Aufschlag, ja. Sagt er, dann hat der Harald mich wieder gesagt, red mit dem Bernie nochmal. Sagt er, Bernie, also wisst ihr was? Wenn dieser Harold am Dienstag vor the German Grand Prix zu mir nach London kommt mit einem Koffer mit 120.000 German Marks, könnte er ein Auto mit einem Ersatzmotor haben. Ja, das war Splitzer, Warsteiner, AVD, alles, wer Geld hatte, Freunde von Harald, alles zusammengesammelt. Da haben wir das Geld noch gezählt, aber ich sollte mit Jackie Stewart in den Nürburgring fahren und war also in Eile und sag Harald, schneller zählen. Er mit dem Geld nach England, ich zum Nürburgring, um mit Jackie Stewart im Nürburgring zu fahren, um so einem 11 Capri. Und jedenfalls am Wochenende drauf sagte Harald, ja, du bist jetzt mein Teammanager. Ach, du, ich muss für Rallye Racing in Deutschland, du bist jetzt mein Teammanager. Fahr schon mal hoch. Da stand ich da, Teammanager. Ja, da kommt so ein Mechaniker, Wingnut heißt er, ich selber habe noch einen Formel 2 Einsatz, da kommt Wingnut, das ist dein Mechaniker. Welcher Spitzname, Wingnut, die Flügelschraube, der war früher bei Hexagon Brabham gewesen. Da habe ich am Nürburgring, sprach mit unserer Fotografin Jutta Fausel, die also auch Gott in die Welt kannte, sagt, Jutta, kennst du einen Wingnut? Ja, warte mal, da hinten, das ist der. Ja, Jutta Fausel, das ist hier der Wingnut. Oh, I'm your mechanic. Sag ich, wunderbar, jetzt habe ich schon einen Mechaniker, aber das reicht nicht. Ali Strasser, der Mechaniker von Jochen Maas, Jochen hatte ja bei Surtees aufgehört. Ali Strasser war natürlich in bajuwarische Gefilde zu seiner Tante. Ja, wie erreicht man einen Ali Strasser, der eigentlich mit Motorsport nichts mehr zu tun haben wollte? Aber Harald Ertel kannte er. Da hat Harald mir eine Nummer gegeben, ruft die Tante an. Dann haben wir Ali irgendwo beim Unkrautjäten, war der gerade erwischt. Ali, Noteinsatz, du bist jetzt Chefmechaniker. Er sagt, wie viel Mechaniker? Er sagt, immerhin ein. Kam Ali Strasser hoch, dann bestand unser Team aus einem Chefmechaniker, Ali Strasser, Wingnut als Mechaniker, mir als Teamchef,
der gleichzeitig auch die Stoppuhr bedienen musste. Ja, das war's. Aber es war noch kein Harald-Auto da, noch schon gar nicht das Auto. Das Auto sollte an der Warsteiner Brauerei lackiert werden, ist also von England direkt mit dem LKW dahin gefahren worden. Ja, und dann kam vor dem ersten Training abends ein LKW aus der Brauerei an und oben auf der Ladefläche ein Formel-1-Wagen. Wunderbar. Wie lädt man den denn ab ohne Gabelstapler oder sonst was? Guter Rat ist teuer. Ich kannte in der Nachbarschaft eine Frau Esch, die hat eine Pension gehabt, der Mann arbeitet bei der Ring GmbH. Habt ihr eine Idee? Habt ihr den Beile, Sägen? Ja, wofür braucht ihr jetzt Beile und Sägen im Formel-1-Fahrer? Ich sage, wir müssen der Hatzenbach Bäume fällen. Dann haben der Hatzenbach Bäume gefällt, haben eine lange Laderampe gemacht und so konnten wir den Heskes tatsächlich in das Fahrerlager bringen. Das hatten wir schon mal. Wetterbericht war eigentlich recht gut, aber es hätte mal sein können, dass es regnet. Das Dumme war nur, ein Satz Reservereifen schon auf Felgen montiert, war nicht dabei. Ja. Wir hatten ein Auto, ein Reservemotor, kein Reservegetriebe, nix. Bis zu Max Mosley, den ich gut kannte, seit 1968 schon am Tag, ehe Jim Clark verunglückte in Hockenheim, ist Max Mosley auch gefahren, da habe ich den kennengelernt. Und sage, lieber Max, eure March haben die gleichen Dimensionen, die Räder, die Melmac-Räder, wie auf einem Heskes. Könntest du mir bitte einen Satz Räder mit Regenreifen mal ausleihen für Wochenende? Ich sagte Max, ja, was bezahlst du? Ich sage, Max, ich habe eine bessere Währung. Ich habe Bier für die Mechaniker. Wir haben nämlich Warstein als Sponsor, die hat im LKW außer den Formel 1 noch einen Kühlschrank und Fässer, noch und Löcher mit Bier mitgebracht. Da haben die Mechaniker gesagt, Max, der Deal ist wunderbar. Also hatte ich jetzt schon mal auf Bierwährung einen Satz Reserveräder für den Just in Case. Naja, und dann kam am nächsten Tag auch Harald, musste gleich mit Heinz Brüller Interview machen, dergleichen. Es war ein verrücktes Rennen, es war nämlich so heiß, dass schon am Samstag im Training, es gab nirgendwo mehr Sprudelwasser, da haben die ganzen Eifler da oben, haben alle Kranewasser für 50 Pfennig verkauft. Ein Glas Kranewasser. Am Sonntag war es noch schlimmer, war es nämlich noch heißer. Da stieg dann der Preis von einem Glas Kranewasser auf 1 Mark. Aber wir hatten Bierwährung. Natürlich bei der Hitze kannst du nicht so viel Bier saufen. Naja, und das Rennen begann natürlich dramatisch. Schon in der ersten Runde klappte irgendwie was im Gasgestänge nicht mehr und dann hat die Kupplung gestreikt und Harald hat sich so rumgerettet und das war ein Rennen, was ungeheuer reifenmordend war und deswegen fiel einer nach dem anderen aus und Harald lag ganz gut, hätte sogar noch so 4., 5. werden können. Nur dann waren also auch dessen Reifen am Ende und da haben wir uns dann als 8. über die Ziellinie gerettet. War ganz gut fürs Erstrennen, war zwar der letzte Pass, muss man ja nicht sagen, aber als 8. Ich glaube, die Della Lombardi war sogar noch hinter uns. Und das war für den ersten Renneinsatz nicht schlecht. Daraufhin hat die Warsteiner Brauerei grünes Licht gegeben für ein weiteres Rennen in Zeltweg. Ja, nur in Zeltweg ein Zimmer zu kriegen, unmöglich. Und auf die Schnelle als Formel-1-Team. Und dann hat uns jemand, ein Graf, nicht Graf, durften sie ja ein Adelssystem, ein Herr Abesser, der hat in Spielberg ein Schlösschen gehabt. Und da habe ich schon mal als Luftwaffensoldat übernachtet, als ein Zeltweg-Rennen, habe ich im Garten gezeltet, Einmannzelt, Bundeswehr. Und da hat er gesagt, mach mir, ja, ich sage, Bundeswehroffizier, aber wir sind Rennfans. Da sagt er, ihr dürft in meinem Garten hier nicht im Zelt liegen. Ja, wo soll man sonst liegen? Sagt er, bei mir im Schloss. Und da kannte ich den, der kannte dann in Spielberg einen Bauern, sagt, der hat eine Tante gehabt, die lebt auch nicht mehr, das Zimmer musste noch eingerichtet sein. Tatsächlich, da war für ein Ehebett ein bisschen schmal, aber da haben Harald und seine Vera drin gelegen, ich auf Fußboden, das war schon mal unsere Übernachtungsmöglichkeit. Ali und Wingnut, die hatten sich also anderweitig wir hatten ja keinen Renntransporter, aber in so einem Zugfahrzeug haben die sich niedergelassen. Ja, und jetzt hatten wir ein Problem, es regnete fürchterlich. Und wir hatten für die ganze Elektronik und Elektrik, ja gut, damals kann man von Elektronik ja noch nicht reden, hatten wir keine Dichtmittel. Wir hatten nicht mal so eine Sprayflasche, um die Kontakte abzusprayen. Okay. Und man kann ja nicht mit Plastiktüten ein Rennen fahren. Der Motor wird ja ein bisschen heiß liegen. Ja, also jedenfalls
was kam und kommen musste. Nach 15 Runden hatten wir Wasser in der Elektrik, ging nichts mehr. Dieses Rennen hat ja dann nach Abbruch Vittorio Brambilla gewonnen, nach 40 Runden. War so begeistert, dass er seinen ersten Grand Prix gewonnen hat, dass er die Hände hochgerissen hat und dabei gegen die Boxenmauer geknallt ist. Und nur um Max Mosley zu zeigen, dass das Auto noch fahrbar ist er mit 2 schlackernden Rädern noch einmal um den damaligen Österreich-Ring rum, um sich als grandioso Vittorio loben zu lassen und weil das war eine verrückte Geschichte. Wir waren in Monza und das war ein Formel-3-Rennen. Und Vittorio hatte einen älteren Bruder, Ernesto. Und da hat er Ernesto gefragt, hör mal zu, für die Kurve da unten, wo bremst du an? Sagt, ach, du siehst den Stradale da, den Polizia Stradale, Mann. Genau an dieser Stelle, wo der jetzt steht, da musst du anbremsen, dann kommst du optimal rein. Passte auch gut, die erste Runde, zweite Runde. Vittorio war also richtig schnell. Und auf einmal flog er raus. Was war passiert? Der Polizia Stradale-Mann musste mal pinkeln, hat sich 20 Meter weiter hinten eingestellt. Da passte natürlich der Bremspunkt nicht mehr. Das ist nur so weit zu Vittorio Brambilla. Ja, das war das Schlimme. Beim March hat mich Robin Hurt immer gefragt, hör mal Jochen, du führst doch eine Liste über alle Chassisnummern. Welche Chassisnummer haben wir jetzt überhaupt noch übrig? Vittorio hat schon wieder 1 gehimmelt. Ich war dann also bei March der offizielle Chassis-Verwalter. Okay. Was haben wir noch? Wo müssen wir nacharbeiten? Wo können wir noch? Wenn Sie eben gerade sagen, James Hunt, wie haben Sie denn diese Fehde zwischen James Hunt und Niki Lauda erlebt eigentlich, was im Film also nicht so tragisch wie im Film dargestellt. Im Film ist das Ganze ein bisschen überzeichnet worden, auch die Szenen von Niki selber oder auch mit der Ohrfeige und so. Also es ist ein bisschen ich meine, vom Inhalt her stimmte es, aber es ist doch sehr überzeichnet gewesen. Niki und James verstanden sich bestens. Ja. Die waren zwar auf der Strecke, waren sie Konkurrenten, und es ging ja auch um die Weltmeisterschaft, aber ansonsten, das waren beides halt Typen, jeder auf seine Art. Und das haben die auch gegenseitig respektiert. Haben Sie den weiteren Verlauf von James Hunt miterlebt? Ja, also das war natürlich ein Niedergang, der hat dann ein Häuschen in der Nähe von Wembley gehabt und just als er aufgehört hat zu trinken und zu rauchen, 3 Monate später ist er an einer Herzattacke gestorben. Da hätte man weiter saufen sollen. Da war richtig gut benannt. Ja, da kenne ich noch eine Geschichte in Monaco. Da gibt es die sogenannte Tip-Top Bar. Tip-Top Bar ist groß geworden durch einen gewissen Graham Hill, der da 5-mal gewonnen hatte und immer vor einem Rennen schon. Und nach einem Rennen wurde in der Tip-Top Bar die Tische auf die Strecke gestellt und da wurde da gesoffen und gefeiert. Das war Brauch. Als James Hunt diesen Brauch auch wiederholen wollte und wir anfingen, Tische auf die Straße, haben sich oben 20 Polizisten versammelt, brüllen, C'est la guerre, c'est la guerre, haben ihre Gummiknüppel rausgeholt und rauschten da runter nach dem Motto, das geht hier nicht. Ja, und James Hunt war gerade mit John Watson zusammen Bier für uns holen. Ich stand da mit seiner Hottie, seiner Freundin und die Wiener Gallica. Eine Engländerin, die auch mal Formel 1 gefahren ist, auch nicht in der Weltmeisterschaft. Stand da und die kam mit dem Gummiknüppel. Und was habe ich gemacht? Habe ich die beiden Mädels geworfen und habe einen auf die Nuss gekriegt. Und James hat mich dann wieder hochgezogen. Die Mädels haben sich bei mir bedankt. Sagt James, du hast die beiden gerettet. Ostrich, da hat mich mal Ostrich gesagt, jetzt saufen wir richtig. Und das wurde dann also langsam exzessiv. Also am nächsten Tag wusste ich nicht mehr so ganz, wo links und rechts war, aber man durfte sich ja keine Schwäche geben. Eben. Und musste das also durchstehen. Und die Schmerzen des Gummiknüppels waren auch betäubt. Ja, das hat die Bild-Zeitung dann sogar noch geschrieben. Ein deutscher Journalist bekam die Prügel ab. Das war meine Wenigkeit gewesen. Sind noch zu Bild-Zeitungsruhm gekommen. Obwohl James Hunt und Monaco ist eigentlich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, ich meine, der Name Nielsen sagt ihm doch was. Brigitte Nielsen. Ja, na klar. Brigitte Nielsen hat eine Mutter, Annemarie Nielsen. Hat in 7 Fellini-Filmen mitgespielt. Unter uns gesagt, als Puffmutter im Film. Und zu Monaco parallel gab es ja in Cannes immer das Filmfestival. Und ich hänge mit Hubert Hane oben am Casino de Paris an der Bar, trinken ein. Da kommt auf einmal plopp, 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 etwas da angedüst mit einem Kleidchen, das erinnerte so eine Mischung aus Leopard und Tiger. Und meinte, ob dann hier in Monaco wäre das Race und ob hier nicht was los ist und so weiter. Ich sagte, ja, hier abends gibt es viele Partys. Oh, that's nice.
Party, ich auch Party. Und der Hubert sagte, du Jörg, ich glaube, die macht uns an. Ich verziehe mich mal lieber. Ja, sie wollte, ich sage ja, ich muss aber jetzt zur Yacht Amazon von First National Citibank. Da hatte ich eine Einladung. Da hatte ich auch Termine, also Gesprächstermine, durfte ich nicht versäumen. Oh, I go with you. Dann kam ich mit der an und da standen also ein paar englische Fotografen und Sterling Moss. Und Clips, alle. Sterling Moss, Jochen, wer ist denn das? Ich sage, ja, das ist so Filmsternchen. Da möchte ich mal reinschauen. Ich sage, Sterling, du vergleichst dich hier auf der Yacht als Dealer mit einem Tablett und bietest dir Getränke an. Hat er tatsächlich gemacht. Nahm ein Tablett Getränke, um mal oben den Ausschnitt schauen zu können. Jedenfalls wurde es ein fürchterliches Besäufnis, aber von ihr. Ja. Ich sage, was macht es mit dir? Wie kommt die jetzt nach Cannes zurück? Und fiel mir eins, Jörg Obermoser hatte eine kleine Yacht im Hafen stehen. Sag ich, da schaue ich doch noch mal vorbei. Hab rüber gesagt, Jörg, hier ist so ein Film, so eine Film-Medusa, ziemlich angesoffen, können wir bei dir noch ein bisschen? Ja, und in dem Moment spielte auf der Yacht von Jörg Obermoser Elvis Presley. Da fing die an zu schreien, I'm Elvis Presley-Fan. Da ist Jürgen Lüdensteg total besoffen, aber tanzenderweise gleich in der Yacht auf dem Tisch und hat da eine Show geboten. Sagt Jörg, du, also hier kann die nicht bleiben. Ich habe hier ein paar Geschäftsfreunde, also die muss also sehen, dass sie die Mücke macht. Ja, wohin mit der? Ja, in meinem Hotel war ein Problem. Da schlief Burkhard Nuppenay rechts von mir. Im Sessel schlief Ferdi Kreling. Wir hatten nämlich aus Kostengründen uns da ein Doppelzimmer zu 5 belegt. Ja, in Monaco. Wohin Monaco mit der? Also musste Burkhard Nuppenay zur Seite geschoben werden und dann die da mitten platzierten. Sie meinte, sie müsste jetzt baden gehen. Ich dachte, na gut, solange die Badewanne liegt, haben wir Platz im Bett. Auf einmal blubberte es, floss das Wasser und die Tür raus, da war die in der Badewanne eingeschlafen, die hat an den Haaren laufen lassen. Schwamm alles. Nachdem wir das also trocken gelegt haben, legte sich da wieder ins Bett und ich glaube, Nuppenay war es, der hat einen tollen Schlaf gehabt. Der wacht morgens auf und guckt so rüber, wo ich eigentlich liege und sah auf einmal hier 2 solcher Betonhügel. Wirklich tok, alles Silikon. Und sagt, Jochen, was ist denn jetzt los? Sagt du, mir furchtbar peinlich, aber die konnte ich nicht loswerden. Die war zu nichts zu gebrauchen, aber unser Badezimmer hat sie geflutet. Ja. Ja, und dann habe ich also gesehen, dass sie am nächsten Tag schnellstmöglich wieder nach Cannes verschwindet. Wer kommt als Erster an? Sterling Moss. Jochen, tell me everything. Erzähl mir alles. Sagt Sterling, die Geschichte ist so unglaublich. Ich erzähle sie. Doch, Jochen, musst du mir alles erzählen. Noch im Rennen in Schweden danach. Jochen, du hast mir nicht alles erzählt. Komm, erzähl. Ich glaube, auch hier haben sie jetzt gar nicht alles erzählt. Ja, also irgendwas ich sage nur Silikonbusen, tok, unerotisch bis zum geht nicht mehr unter uns Männern gesagt. Also vergessen wir es lieber. Okay, gut. Ich meine, Sterling Moss hat sich ja ganz andere Sachen erlaubt, zusammen mit Fangio. Ich weiß nicht, ob die Geschichte kennen. Nee, natürlich nicht. Dass die sich bei manchen Rennen eine Frau geteilt haben. Nee. Vorher gewürfelt, wer zuerst und wer dann zu zweit. Fangio konnte kein Englisch, Moss kein Spanisch. Aber was die heute Weiblichkeit anging, haben sie beide die gleiche Optik gehabt. Die haben es dann geschafft, konnten sich dann nicht verständigen. Aber über diese Dame, die es dann gemeinsam als Bettfreundschaft, als Hupfer, erst der eine, dann der andere, je nach wie der Würfel gefallen ist, über die haben die sich dann verständigt. Das ging so weit, dass irgendwann der Stier der Pampas, ich weiß nicht, ob Sie González kennen. Nee. Also González war ein Ferrari-Rennfahrer und als Fangio mal in Monza im Krankenhaus lag, kommt González rein, um seinen Landsmann zu besuchen und wundert sich, dass da eine Nonne mit dem im Bett lag. Ja, sagte Fangio, die wollte mir hier gerade die Absolution erteilen, deswegen ist sie hier reingerutscht. Dabei war das eine Freundin von ihm, der hat die nur als Nonne verkleidet, die wäre als Frau nämlich nicht in das Zimmer gekommen. Die hat sie als Nonne verkleidet, nach dem Motto, ich muss dem Armen doch geistigen Beistand leisten. Und dann kommt der González rein und sagt, lieber Fangio, du bist mir eine Marke. Muss ich mir merken. Nur Fangio war so dick, dass er also bei der heutigen Weiblichkeit nicht ankam. Erst später, als er richtig schlank war, hat er dann bei den Frauen mehr Erfolg gehabt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, das Fräulein González, Stier der Pampa. Aber das ist nur ein Schwenk zurück in die Historie.
Man erfährt solche Geschichten natürlich nicht vor Ort. Als Fangio und diese Nummer geschoben hat, zusammen mit Moss, war ich natürlich noch nicht auf dem Tablett, um es mal so zu nennen. Aber in Long Beach war so ein Promi-Rennen und in Long Beach, die waren also darauf bedacht, alles, was mal Rang und Namen hatte, einzuladen. Und da saß ich also, Fangio hier, Moss da, ich in der Mitte und die anderen drumherum. Sogar Pete Conrad als Promi, der auch bei so Rennen mitfuhr. Da hatte ich also auch gleich wieder einen von meinen amerikanischen Mondmännern, den habe ich noch ein paar Mal getroffen. Ja, und dann unterhielten die sich über mich und ich über die, und dann haben die sich die ganzen Geschichten ausgepackt. Und mit jeder Geschichte kam der andere noch einer. Das erinnert mich so ein bisschen an die Buchvorstellung mit Willi Kausen und Kurt Ahrens, wo die beiden auch aus ihrem Nähkästchen geplaudert haben. Vor allem die Geschichte, die ich hier in Körbs hatte, wie der gute Willi Kausen mit unserem Bundespräsidenten mit einem fast 1000 PS Porsche 91710 im Winter im Schnee über den Nürburgring gefahren ist. Die Geschichte ist gut. Die erzählt er auch bei mir im Podcast und das ist fast also nicht zu glauben, was da möglich war. Willi Kausen ist also, was seine Geschichten angeht, einfach köstlich. Ja. Ich meine, ich hatte ja das ähnliche Erlebnis wie der Bundespräsident, nur mit ein bisschen mehr km/h, allerdings auf einem trockenen Hockenheimring. Mit Willi Kausen? Ja, Willi Kausen hatte einen neuen Sponsor, Red Lefsen. Es ging um die Wurst bei ihm. Und dann hat er mich eingeladen und sagt, Jochen, willst du mit mir nicht mal mit dem Porsche eine Runde fahren? Oder 2. Sag ich, ja, gerne. Ja, dann hockte ich mal hier, da hockte ich auf der Batterie, guckte also über die kleine Luftblende hinaus. Willi saß rechts unter mir. Da fuhren wir los, eine Ostkurve, ja, was haben wir gehabt? So 200, 220, 230. Ich dachte, ja gut, das verträgt mein Genick noch. Und dann gab der immer mehr Gas und mehr. Ich sag, Moment mal, jetzt kommt doch irgendwann die zweite Schikane. Wir waren 200 Meter von der zweiten Schikane entfernt, der gab immer noch Gas, Vollgas. Ich denke, ach du großer Gott, mein Helm hing voll im Fahrtwind, dass wir hier waren, da klapperte wie verrückt. Und ich kam also mit einem steifen Genick, kam ich hier an die Box und sag, Willi, wieso hast du die zweite Schikane ausgetragen? Ach so, habe ich vergessen dir zu sagen, da hat der Porsche eine Lichtschranke aufgestellt worden, mal messen, wie schnell das Ding ist. Aber wir sind nur 355 gefahren und nach meinem Diagramm hätten es 360 sein müssen. Das ist eins der Erlebnisse, eins der vielen mit Willi Kausen. Ja, erzählen Sie, also zögern Sie nicht noch mehr davon zu erzählen. Willi Kausen ist ein beliebter Gast bei mir. Ja, Willi Kausen hat ja auch mal einen Nachtclub in Aachen gehabt und seine Freunde durften dann auf seine Kosten auch mal sich amüsieren. Was und ich, Nippel Groß hat ja auch sowas, aber nicht so heiß wie der, den Willi Kausen dann betreute. Was war das für ein Nachtclub? Also auch sowas in der Art? Das war ein Nachtclub, wo auch die Damen, die gern wohl Fall für andere waren, dann mal so privat kurz zur Verfügung waren, auf Willis Geheiß hin, so, tu mal einen nicht, guter Freund. Nicht das. Aber Willi war verrückt, der hat ja alles gemacht. Nachdem nun sein Alfa Romeo Einsatz damit endete, am Anfang war er groß wie KRT, Willi Kausen Racing. Je mehr die Erfolg hatten, desto mehr schrumpfte das WKRT zusammen. Schluss war nur noch Werbung für Italiener da und nichts mehr WKRT. Das haben wir in dem neuen Körbs ja beschrieben, dass er am Schluss nicht mal zur Siegerehrung eingeladen war, obwohl er die Markenweltmeisterschaft souverän gewonnen hatte mit seinen Leuten. Das aber nur am Rande. Willi Kausen meinte, er müsste in der Formel 1 natürlich als Konstrukteur auch vertreten sein. Also Five Me Walter Wolf kann man doch auch. Also hat er den Herrn Karasek gebeten, für ihn ein Formel 1 zu entwerfen. Das war so eine Mischung aus Mercedes und allem Möglichen. Jedenfalls Harald Ertl sollte dann diesen Willi Kausen WKR1 fahren. Da hat er halt gesagt, das Ding sieht schön aus, aber damit fahren. Nee, aber Willi Kausen war auch unter die Formel 1 Konstrukteur gegangen. Wenn auch nur ziemlich erfolglos, hat er einen Patrick Neff da mal drauf fahren lassen. Es war also zum Vergessen, zumal in diesen Zeiten war es ja so, es traten vor einem Grand Prix trafen 40 Nennungen ein, Fahrzeugnennungen. Aber ein Teil der nicht so guten musste in eine Vorqualifikation zur Qualifikation. Also er überhaupt am offiziellen Training teilnehmen durften, mussten sich 13 Mann vorher erstmal qualifizieren. Das war richtig hart. Ja. Und da ist natürlich das Auto schon der Vorqualifikation eigentlich ins Abseits gefallen. Ich meine, in die Qualifikation zu kommen, war ja schon damals ein Erfolg in diesen Zeiten. Zumal die Autos, unabhängig jetzt mal von Matra oder Ferrari, war das ja eine Formel Ford in den Zeiten. Die fuhren alle ihren Cosmos,
Motor und da divergierte das Verhältnis nur, je nachdem wer den Grad hatte, ob es Don Nicholson war, divergierte das Kraftpaket vielleicht um 10, 15 PS. Somit waren die eigentlich fahrzeugtechnisch, also was die Kraftquelle anging, gleich. Nur das Fahrwerk und das Können des Fahrers haben dann einen feinen Unterschied gemacht. Und natürlich auch die mentale Einstellung. Um nochmal auf die Runde mit Jackie Stewart am Nürburgring, um die Nordschleife zu kommen. Ich fuhr anschließend auch noch mit Jody Scheckter im gleichen Auto rum und dann nochmal mit Patrick Tambay. Mit Jackie Stewart, Beispiel, hoch zum Karussell. Jochen, watch the tree. Now the tree and then turn in. Da war eine Tanne, war für ihn, wenn ich genau die Tanne im Visier habe, dann komme ich genau in das Karussell rein. Und so hat er jede Stelle, der hat nie davon gesagt, das ist gefährlich, er hat gesagt, oh, that's difficult, but watch this und so, hat erklärt und hat dabei Gas gegeben und hat den Spaß gehabt. It's very difficult, but I like it. It's a green hell, but I like it. So, dann fuhr ich mit einem Ringdirektor, wie es die Urbanus so wie der hieß, der wollte mal aus dem Munde von Jody Scheckter hören, wie das auf dem Nürburgring ist. Und ich musste als Dolmetscher, da ich Jody gut kannte, soll ich mitfahren. Da lag ich also hinten quer in dem Ford Capri auf dem Blech. Der Urbanus, rechts von mir Jody Scheckter. Und dann ging es schon der Südkehrer los. Also wenn ich hier rausfliege, da muss doch Catch Fences und da Catch Fence und dort Catch Fence. So ging es schon. Wir waren noch nicht mal in der Hatzenbach. Catch Fences. Und dann hat der Jody erzählt, also das ist schlimm. Wenn ich da rausfliege, da fliege ich ja voll in den Wald. Also hat lamentiert und lamentiert und lamentiert. Habe ich Jackie Stewart angesagt, ist ja immer so? Ich sagte, warte mal ab. Was passiert? Bei dem Grand Prix darauf fährt Jody Scheckter im ersten Training Bestzeit. It's very dangerous. Und dann fuhr ich am Schluss noch mit Patrick Tambay, das war so eine Geschichte, hat 11 hat eingeladen und Patrick Tambay musste eben als 11-Pilot auch rumchauffieren. Und da haben die entschieden, ich soll noch mal rumfahren, damit ich dann für Rallye Racing zwischen den dreien mal unterscheiden kann, wer nimmt welches Teilstück des Rings wie als Fahrer oder mental, wie empfindet man da. Das war mit Patrick Tambay ganz amüsant. Das war so ein Mittelding zwischen Jackie Stewart und Jody Scheckter. Nicht? Das war, der hat also die Col Willenfield, man merkt, die Franzosen zu der Zeit, die waren alle in Paul Ricard schon so geeicht, die hatten einen Riesenkader, ob das Jaillet war, Depailler, 7 Franzosen, nicht? Arnoux, Jabouille, die sind ja alle in der École Winfield durch Renault gefördert worden. Ein ungeheurer Kader. So kam es, dass wir teilweise in der Formel 1 7 Franzosen hatten. Von den 7 fuhren also 5 vorne mit. Ja, krass eigentlich. Und dieser Tambay hat es immer ganz nüchtern analysiert. Er sagt, ja gut, also wenn ich hier mal ein Problem habe, da ist ja aber noch eine Leitplanke und man muss eben halt ein bisschen weiter so halten, so. Der hat die ganze Ringrunde analysiert, sagte, vielleicht bin ich ein bisschen langsamer, weil ich die Einzelkurven analysiert habe, aber lieber etwas langsamer sein, als rauszufliegen. Wenn ich mal 7, 8 Mal in Formel 1 auf dieser Strecke gefahren bin, dann ist es was anderes. Aber so, zumal der Ring sich ja auch damals schon ab und zu ändert. Das war noch der alte Ring, aber da wurde da mal ein Stück Teer erneuert und da, es war eben halt, der Ring war durch Wetter bedingt nicht immer der gleiche Ring. Das weiß man ja auch heute noch. Wobei heute ja der Asphalt so viel Wasser schon wegnimmt. Das hat Christian Menzel mal gesagt, dass diese Eiskurve, was es früher gab, damals gar nicht. Nur damals wurde ja auch beim viel Wasser auf der Strecke, wurde auf dem Ring gefahren. Wir hatten einen Grand Prix auf dem Ring, da hat es geschneit. Nicht mitten im August kam ein Schneefall, wir hatten auf dem Ring, hat Jackie Stewart gewonnen, dichtester Nebel, weil heute jeder normale Tourenwagenfahrer sagt, nee, hier fahre ich keinen Meter. Da wurde Formel 1 gefahren. Nicht, das waren eben halt die Gegebenheiten, man hatte sich hat Jackie X mir erklärt und gesagt, wenn man meint, das ist zu gefährlich, sollte man nicht Rennen fahren. Das war die Nummer, wo er den Jackie Stewart so richtig Dampf gegeben hat auf dem Nürburgring. Da hatte sich vorher noch Jack Brabham mit Alan Brinton, seinem Freund, ein englischer Journalist, unterhalten. Sagt Brabham, hör mal, ich habe jetzt hier diesen X, was meinst du? Soll ich dem Vertrag für die nächste Saison geben? Hat Alan Brinton gesagt, mach das ja. Aber der ist doch noch so ein junger Kerl. Alan Brinton, gebt ihm für nächstes Jahr einen Vertrag. Und dann hat aber Brabham ihm doch keinen Vertrag gegeben. Und dann ist X zu Ferrari gegangen. Hat sich Brabham anschließend kaputt geärgert. Nämlich just dieser Jackie X hat dann auf dem Nürburgring Jackie Stewart nass gemacht.
Dann haben wir es bei Alan Brinton, der hatte in der Nähe von Brands Hatch in Seven Oaks ein Haus, da trafen wir uns nicht. Da hatte auch Brabham sein eigenes Bett gehabt. Mein Nachfolger Achim Schlank durfte, als ich den da eingeführt habe, in diesem Bett, in dem Bett schläft normalerweise noch die Bettwäsche von Jack Brabham. Ich weiß nicht, wie lange sich Achim Schlank danach nicht mehr gewaschen hat. Er hat im Bett mit der Bettwäsche von Jack Brabham gelegen. Aber das nur am Rande. Dieser Alan Brinton, der war von Ford beauftragt, für jeden Grand Prix so ein Preview zu machen, und der kannte natürlich Gott in die Welt, der war der Senior und den englischen Journalisten, also alle anderen Guten, die dann später kamen, wie Ian Young oder so weiter, waren der Youngster dagegen. Es gab ein Team, das war Alan Brinton und John Brunson. John Brunson war technisch versiert, konnte auch gut fahren, der testete dann für die Engländer auch Formel 1, und Alan Brinton war sein engster Freund, der war der Computer der Motorgeschichte, der ganzen Grand Prix-Historie eigentlich. Das sind Sie für mich aber auch eigentlich. Der hat mir das schon erzählt mit Monsieur Sis. Der erste Grand Prix wurde ja von einem Franzosen, Monsieur Sis, gewonnen. Und der hat mir auch das erzählt von Indianapolis, wie ein Franzose Indianapolis mit 13 Minuten Vorsprung gewonnen hat, mit 2 Flaschen Champagner im Kopf. Monsieur Gueux war Champagnerliebhaber, an seiner Box in Indy auf dem Brickyard hat er schon mal Champagner hinstellen lassen. Da haben natürlich seine Leute mitgetrunken. Beim ersten Stopp hat er schon eine halbe Flasche getrunken. Da fuhr Monsieur Gueux in seinem Barfahrer, die fuhren damals zu zweit weiter. Beim nächsten Stopp hieß ja, wir haben nur noch eine halbe Flasche. Da mussten seine Mechaniker, brauche ich euch nicht, Champagner besorgen. Ja, besorgt mal auf dem Brickyard Champagner. Haben sie irgendwie geschafft. Jedenfalls, ehe er zur Siegerehrung, der hat mit 13 Minuten Vorsprung gewonnen, ehe er zur Siegerehrung ging, hat er nochmal Champagner getrunken. Sagte, weil auf dem Siegerpodest, da haben die sowas nicht, muss ich jetzt hier trinken. Das war Monsieur Gueux. Und dann sein Nachfolger, den habe ich also in Le Mans bei 24-Stunden-Rennen getroffen. Der sagte, Mensch, ich durfte kein Champagner trinken. Es war überall Champagnerverbot. Und ich hätte so gern für meinen Sieg auch Champagner gehabt. War nicht. Sie sind, wenn Sie jetzt so erzählen, also Sie haben ja mit Warsteiner, glaube ich, ein enges Verhältnis gehabt und immer das Warsteiner Geld. Ja gut, solange Harald Ertel im Motorsport war, hatte ich natürlich ein enges Verhältnis. Vorher natürlich noch nicht zu den Zeiten, als er noch für Bubo Bovensieben fuhr. Harald Ertel war ja ein Mensch, es gab einen Club der Ertel-Geschädigten. Harald schaffte es immer wieder irgendwo ein Auto und einen Sponsor zu organisieren, so auch bei Alpina-Chef Burkhard Bovensieben. Ja. Aber Harald Ertel wollte unbedingt Silverstone auf einem Alpina fahren, zusammen mit Derek Bell. Da hat Burkhard Bovensieben seine Bedenken gehabt, ach komm Bubo hier, das mache ich doch locker. Und siehe da, die beiden haben gewonnen. Und ihre Siegertrophäe war kein Pokal, sondern hier Tourist Trophy, Outright Winner Derek Bell, Harold, nicht Harald, haben sie Harold eingraviert. Das bekamen die. Man raucht ja damals doch, nur Harald nicht. Und sagt, du meine Siegestrophäe, du bist doch Raucher. Hier hast du. Ein Zigarettendöschen bekommen. Und da sind jetzt meine Büroklammern drin. Wir hatten ja eine WG gehabt, das war sowieso sehr witzig. Bei Rallye Racing, wir hatten von einem Kunstprofessor ein ganzes Haus gemietet. Und dieses Haus hat eine offene Fläche hinten zum Feld gehabt. Und Harald Ertel fuhr gern Motorrad und hatte bei KTM seine Spezies sitzen. Wir hatten also immer eine KTM in der Küche stehen. Das ging ebenerdig. Und jeder, der wollte, ist auf die KTM gestiegen, zack, übers Wohnzimmer raus, rein in den Garten, von da aus ins Feld. Da haben wir dann ab und zu gezeitete Rennen veranstaltet, also nach Zeit, immer Runde. Ging dann um Flocati-Teppich am Küchentisch rund. Am Schluss war der Flocati-Teppich in alle Teile. Machte nichts, die flockten da irgendwo rum. Das war also das sogenannte Eros Center von Wiesbaden. Eros, Ertel, ER, O, Osterroth, S war Wolfgang Sander, später Presseabteilung Ford. Der fuhr also auch Rennen. Wir hatten also diese WG Eros Center genannt. Immer wenn Mainz-Finden-Rennen war, gab es im Eros Center eine Party. Da hat ein gewisser Gregor Messer, jetzt bei der Autozeitung ergraut, damals war er 8, wollte unbedingt Mainz-Finden, die alle kennenlernen, haben gesagt, Gregor, bist du Wiesbaden, du musst hier Pfeile zum Eros Center aufhängen. Von Mainz-Finden an bis zu uns hoch. Gregor hat das gemacht. Na, jedenfalls hatten wir vereinbart, der Hartmut Knorr von Hannen sollte so gegen 9 kommen.
Und der Kramer von Warsteiner erst so gegen 10, halb 11. Also hat Tarek gesagt, wir machen jetzt hier Hannenparty. Hannenfässer über Hannendekoration. Es war alles wunderbar auf Hannen dekoriert. Das halbe Fahrerlager, Klaus Ludwig, Keker Rosberg, Paul Dietermann, alle waren da. Große Hannenparty. Es klingelt, wer steht vor der Tür? Der Kramer von Warsteiner. Ich sag, oh Harald, jetzt musst du dir erstmal ein Gespräch vertiefen. Jedenfalls haben die gesprochen, alles was Hann war runter im Keller, alles was Warsteiner war hoch. Kaum war alles auf Warsteiner, kam der Knorr von Hann. Dann sagt Harald, jetzt muss ich mal ein bisschen diplomatisch erklären, Hann ist ein Alt, hat mit Warsteiner als ein Pilsner Bier gar nichts zu tun. Drum beißt sich das gar nicht, dass du einen Hann-Helm hast, aber Warsteiner auf dem Auto. Das haben die beiden Herren auch eingesehen, also durften alle Biere wieder hoch. Tatsächlich, das haben die eingesehen. Das ist natürlich. Und dann wurde also richtig gebechert. Gebechert wurde auch immer in Buenos Aires. In Buenos Aires gab es ein nettes Lokal, Hueso Perdido, das heißt der verlorene Knochen. Das war aber so ein Edellokal, für uns damals als Journalisten eine Nummer zu hoch. Aber in der Nähe vom Sheraton, wo wir untergebracht haben, Retiro, das ist ein Bahnhof, gab es eine Kneipe, die hieß Mosca Blanca. Und da, das war also wie ein Fleischerladen, gekachelt, Tische, keine Tischdecken, nur so ein Serviettchen aus, weiß der Teufel, wie viel Mal in der Reinigung gewesen. Und da bekam er aber Lommos. So zarte, gute Steaks wie nirgendwo. Und auf diesem Ding, ich darf mal kurz das Mikrofon verlassen, habe ich noch eine dieser Servietten. Mosca Blanca. Das ist eine Mosca Blanca Serviette. Da haben also Harald Erdl unterschrieben, Jochen Maas, Striezel Stuck, Jörn Puckmeister, Ferdi Kreling und meine Wenigkeit. Da haben wir immer gegessen und ich habe dann immer das Ding mit einem Cartoon von mir bemalt als Andenken. Das war hier noch das meinige. Das ist ja geil. Hier unten abgesägt mit einem Küchenmesser, damit die anderen, das Ding war so lang, damit die anderen auch so einen Streifen bekommen konnten. Darf ich das nochmal so zeigen? Ja, herrlich. Perfekt. Was für eine Erinnerung. Das ist ja, da bin ich ja immer neidisch, wenn ich so bei Leuten wie Ihnen bin, was Sie alles an Erinnerungen haben. Ja gut, also die verrücktesten Erinnerungen hat man natürlich in Fernost. Ne? Gibt es zwei Dinge, die also mir in meinem Hirn mich für immer prägen werden und wo ich auch jedes Detail nie verlieren werde. Und selbst wenn ich mal duttelig bin, das kann man nicht vergessen. Einmal Macau und einmal die Himalaya-Rallye. Macau hat den Vorteil, in Macau herrscht Teddy Yip. Teddy Yip hatte ein Formel-1-Team, zusammen mit Monan Ensign und war Motorsportfreak. Ist früher gegen Hans Heyer sogar noch, als der Hans noch jung war, ist er noch bei den Kart-Weltmeisterschaftslauf als Vertreter von Macau Kart gefahren. Teddy Yip, also total Rennverrückter. Und wer einmal mit ihm Whisky getrunken hat, war sein Freund. Und zwar aus einer kleinen Pulle. Das war in Nivelles in Belgien, war ein Grand Prix. Und als Journalist war ich da zusammen mit Heinz Brüller. Da schrieb Heinz Brüller zeitweilig noch für Rallye Racing und ich habe ihm als Zuträger gedient. Und da sprach ich auch mit diesem Äffchen aus Macau, der sich als Teddy Yip vorstellt und sagt, oh, you are my friend, ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Du trinke mit mir Whisky. Er holte so eine kleine Flasche raus und wer einmal aus dieser kleinen Flasche mit dem Whisky getrunken hat, war sein Freund. Und seitdem hatte ich bei Teddy Yip, also ich habe im Körbs so mal seine Vorstellung von Patrick Tambay mit seinem Theodore auf der Queen Mary II. Da war das ganze Moulin Rouge Ballett anwesend. Okay. Ja, schön. Und Teddy Yip hat gesagt, du, guter Freund, mach ein Foto. Da durfte ich die 2000, die er eingeladen hat, am Schluss kamen da 3000, durfte ich allein Patrick Tambay in dem Auto fotografieren. Die Moulin Rouge Girls tanzten drumherum. Das ist hier vor 2 oder 3 Nummern, habe ich das im Körbs auch abgebildet, weil ich der Einzige war, das exklusiv dieses Bild, was ich natürlich als Aufmacher genommen habe für den Patrick Tambay Nachruf, habe ich das natürlich gebracht. Ja, wer Teddy Yip kannte, hatte einen Vorteil. Die Fähre zwischen Hongkong und Macau, diese Tragflächenboote, gehörten alle Teddy Yip. So, okay. Das Hotel eingeladen zum Flug nach Macau, da ist also auch das Team Zackspeed mit gewesen, da war also ein Turnwagenrennen und ein Grand Prix, alle Grand Prix Piloten auf Ford Escort gegeneinander. Und dieses Giant Race war ich von Bob Harper war also der Kontrapunkt zu Teddy Yip in Hongkong.
der auch Rennteams hatte. Und Harper hatte also die Jungs alle eingeladen. Der hatte genauso viel groß wie Teddy Yip. Und Harper hat für die Accommodation in Hongkong gesorgt. Und dann hat Teddy Yip übernommen. Mit Tragflächenbooten, da gab es keine Kontrollen mehr. Wer in diesem Tragflächenboot, das war alles nur Teddy Yip-Leute, direkt ins Hotel Lisboa. Im Hotel Lisboa hatte Teddy Yip seinen eigenen Fahrstuhl, nur für ihn. Außenrum war die normalen Fahrstühle für jedermann. Und mitten im Hotel war ein privater Fahrstuhl nur für Teddy Yip. Durfte nur er fahren und seine Friends, seine Freunde. Reich sein ist so schön, ja. Oder? Und da wurde man also von der langen Reise noch etwas erschöpft, erstmal aufgepäppelt durch ein gutes Essen. Und zwar hat der Koch das gekocht, was man wollte, nicht irgendwie was auf der Karte war. Man war ja Friend von Teddy Yip, es war ein runder Tisch, da konnten 6 Leute sitzen, Teddy und seine 5 Freunde. Zu denen gehörte damals auch Wolfgang Wilhelm, immer noch als Fotograf in der Formel 1 gerade aktiv. Bei mir auch zu hören. Und das war für Wolfgang, war das erste große Erlebnis. Ja, und dann sagte Teddy Yip, ja, jetzt sind die Mädels angetreten. Standen im Flur 16, eine hübscher als die andere, sagte, wir sollen uns eine aussuchen. Da war Lucky Scheuer von der Rheinzeitung, war auch eingeladen, weil ihr Zackspäter auffuhr, Lucky natürlich muss da mit. Da standen wir da und ein bedepperter Wolfgang Wilhelm neben uns, der war damals noch ein ganz treuer Ehemann. Was ist denn das hier? Und dann sagte Wolfgang, ich habe mir eben gerade die angeguckt, du musst mal für 2 Stunden mich allein im Zimmer lassen. Nicht allein, aber ohne dich. Da gehe ich zu der Lucky. Auf einmal höre ich ein Geschrei nebenan, wo Lucky Scholz war. Ey, Lucky, du bist ja ach so eine Sau, du hast ja ach so ein Mädel auf dem Zimmer. Da war Lucky sich schon halb ausgezogen, knallt, hat natürlich die Tür nicht zugemacht, knallt aber auf Wilhelm rein, solche Augen, der Ärmste, Lucky, du bist ja ach so eine Sau. War ganz verrücktes Race of Giants, fuhr Jackie Stewart den Kamerawagen gleichzeitig als Vorabfahrzeug. Was passiert? Jackie Stewart überschlägt sich mit dem Ford Escort. Mit dem Kamerawagen in der Einführungsrunde. Daraufhin wurde ihm ein neuer Escort hingestellt und wurde beschriftet. This side up, this side down. Und dann durfte Jackie Stewart nochmal fahren. Und dann haben die also mit ihren Ford Escorts einen Riesenrennen geliefert. Und Teddy Yip durfte natürlich als Mitveranstalter genauso wie ein Harpermann mitfahren. Natürlich hatte Teddy Yip da keine Chance, haben sie sich nicht zu blamieren. Hat er gleich nach einer halben Runde einen Motorschaden simuliert. Just an der Stelle, wo seine Villa war. Dann hat er da im Garten gesessen und hat geguckt, wie die anderen fahren. Die Abendparty hat natürlich dann Bob Harper wieder bezahlt. Der hatte ja nun alle Fahrer schön mit Bläser ausgestattet und so weiter. Und da war man also in Hongkong, war man genauso wie in Macau. Man musste Harper oder Yip sagen, war man überall, kein Problem. Das Problem kam in Tel Aviv. Keke Rosberg, Derek Daly und ich, wir waren im gleichen Flug und waren in Tel Aviv, wurde die Maschine aufgetankt. Wir waren da also Transfer zu der gleichen Air France Maschine, aber die musste da aufgetankt werden. Saßen wir also da, mussten auch durch eine Customs-Kontrolle. Auf einmal gab es da Bombenalarm. Derek Daly hatte als so einen großen Pokal. Und die Zöllner wussten nicht, was das ist. Die haben das als Bombe sofort beschlagnahmt. Dann fingen die an, den Pokal zu sagen, das ist ein Siegerpokal, nichts. Dann haben die unten das Holz abgeschraubt. Das ging zum Glück noch. Dann fingen sie an, den Marmor oben drüber zu zerdämmen. Ich sage, Moment, Siegerpokal. Und wenn da nicht einer gekommen wäre, an denen zu erklären, das ist einer des Siegerpokals, der auf dem Podest zusammen mit Ricardo Patrese in Macau gestanden, kann man nicht zertrümmern und so weiter. Dann haben sie erst die Hände verlassen. Das war das erste Mal unangenehmes Erlebnis mit Customs. Das zweite hatte ich vorgestern. Was war da? Mit US Customs auf dem Weg von Mexiko hierher. Also muss man sagen, Sie waren gerade in Mexiko. Kommen gerade frisch aus Mexiko. Ich bin gestern aus Mexiko gekommen, um dort eine ganz verrückte Rallye mitzuerleben. Nach der Himalaya-Rallye die zweitverrückteste. Ich weiß nicht, wollen Sie lieber erst die zweitverrückteste oder die verrückteste? Erst die Himalaya-Rallye, wir müssen alles eins nach dem anderen. Gut, das war 1982. Ich war von Toyota nominiert worden als deutschsprachiger Vertreter, als Journalist bei der Himalaya-Rallye sein, aus dem einfachen Grunde, weil 2 Werks-Toyotas aus Kölner mitfuhren, mit Achim Warmbold und auch mit der Höpfner. Und da wurde ich also nominiert, das musste in Indien beantragt werden und das wurde dann auch durch die FIA sanktioniert und Huschke von Hanstein als FIA-Vertreter flog auch mit.
Also, Huschke und ich, wir saßen in Air India, erste Klasse, war alles vom Feinsten. Und ich habe erst kurz zuvor erfahren, dass ich da nominiert bin. Dann muss mir diverse Impfungen geben lassen. Und am Tag zuvor, war vielleicht zu kurz zuvor. Ja, jetzt ist Air India First Class und es wird ständig Champagner serviert. Der Huschke, ja, hier komm jetzt, Osterhaut, jetzt tu dich doch nicht so, ein Gläschen Champagner. Na, jedenfalls, ein Gläschen wurde mehr. Ich kam also in Neu-Delhi an mit so einem Arm. Und Huschke wurde gleich von einer Formation Ehrenjungfrauen empfangen, allerdings nur zum Winken. Ja, und dann war Start in heutig Mumbai, damals Bombay. Himalaya Rallye. Sollte also in die Berge gehen. Ein Kamerateam des ZDF mit Didi Dammler und Helmer Horsch war auch dabei. Und diesem Kamerateam hatten wir uns angeschlossen. Air India hatte uns also Autos zur Verfügung gestellt. Und da war auch ein gewisser Dieter Hart von Castrol. Auf den Autos waren Castrol gesponsert. Und Dieter Hart hat uns noch Winke-Winke gemacht. Wir fuhren in die Berge, sind oben in den Bergen. Keine Rallye. Eine Formation Kinder, Fähnchen winken kommt, der Bürgermeister übt nochmal seine Ansprache, Kapelle übt auch nochmal. Das ist toll, also pünktlich zum Wort Ansprache. Ja, zur Ansprache, diese Ansprache müssen wir mal kurz, sie stört beiseite. Gehen Sie gerne ran. Nee, so. Das ist ja pünktlich zur Krönung, oder? Ja, pünktlich zur Krönung. Zur Krönung der Himalaya. Also am ersten Tag, es kam nichts. Am zweiten Tag wieder die Kapelle, 300 Meter den Berg hoch, wo die Autos ankommen und der Bürgermeister übt, Kinder üben Fähnchen schwingen, keine Rallye. Was wir nicht wussten, diese Rallye war beschossen worden, ist gar nicht in Himalaya reingekommen, beschossen worden, gesteinigt worden, ist mit einem Militärkonvoi mit 5000 Soldaten zurückgeleitet worden. Nur bei uns oben hat keiner was gesagt, das Funkgerät war kaputt. Da hingen wir, die Funktionäre, ja, keine Rallye. Das Hotel, das sollte man eigentlich nur eine Nacht schauen, war eine fürchterliche Absteige. Das hatte nämlich nur noch ein paar Scheiben. Rest waren Zeitungen. In dem Zimmer, in dem ich schlief, war eine Zeitung von 1936 statt Fenster. Toilettenpapier, Fehlanzeige. Die hatten zwar einen Ort Nainital genannt, das war unser Basecamp. Toilettenpapier, was? Toilettenpapier? Nee. Brauchen wir nicht, haben wir nicht. Ja, toll. Nachdem wir letzte Taschentücher aufgebraucht hatten, wurden die Scheiben entfernt, solange sie aus Papier waren. Ich habe also dann für meinen Notdorf dieses Blatt von 1936 geruht zu benutzen. War etwas rau, aber ging immerhin. Ja, jedenfalls, es kam keine Rallye, dann haben wir beschlossen, jetzt fahren wir nach Neu-Delhi zurück, alles zusammengepackt. Nachts fahren, auf einmal kommt hin uns ein Bus und drängt uns in den Graben. Springen 20 Six raus und brüllen nur, Rallye, aufhängen, sofort aufhängen. Da wussten wir halt, wie uns geschah. Bäume waren da, Seile mit Schlinge waren auch bald da, standen wir drunter und wir hatten einen Sick als Begleiter. Er hat immer gesagt, ZDF-Team, wir würden Landschaftsaufnahmen machen. Nee, Rallye. Wussten nicht, wieso Rallye. Na, also Sick, guckt doch mal, die haben hier einen Monitor. Guckt euch mal an, was gefilmt haben. Natürlich kam noch keine Rallye. Was haben wir gemacht? Die Berge, das ganze Panorama, die einzelnen 8000er mit gefilmt halt. Ja, klar. Tja, Landschaftsaufnahmen, nix Rallye. Ja, wieso kommt ihr Rallye? Ich stand immer noch mit Schlingen am Hals, die anderen auch. Nach einer halben Stunde wurden die Schlingen erst entfernt. Dann haben wir eins gemerkt, da hatte dieser Dieter Hart, dieser Arsch, hatte so einen großen Aufkleber hinten auf diesen Gartenwagen Castrol Rallye getestet, geklebt. Die haben im Dunkelheit nur gesehen, Rallye, jetzt haben wir sie, keine Zeugen, die werden umgelegt. Ja, das war unser Erlebnis. Und dann, die wollten sie erhängen? Ja. Wir sollen aufgehängt werden. Keine Zeugen im Himalaya. Dafür machen sie aber noch einen sehr fröhlichen Eindruck. Also ich glaube, das hätte ihnen überstanden. Wissen Sie, die Geier hätten den Rest innerhalb von einer halben Stunde erlebt. Wir haben es auf dem Hinweg erlebt. Da ist eine Kuh überfahren worden. Nichts gegen heilige Kühe, die ist erfahren worden. Was passierte? Ein ungeheures Geräusch, ein Geflatter. Da rauschten wie eine Air Force Formation 20 Geier an, stürzten sich auf die Kuh. Innerhalb von 20 Minuten, ich habe die Aufnahmen noch hier, innerhalb von 20 Minuten war da nur noch Knochen übrig. Ein ganzes Geschwader Geier. Also sowas haben wir nie erlebt. Da konnten wir daneben stehen, fotografieren, hat die gar nicht gestört. Kack. Und so wäre es uns auch gegangen. Wir werden ja als Futter wunderbar am Baum hängen, da Vogelfutter vom Feinsten. Das gibt's ja nicht. Kein Mensch hätte es gemacht, wir wären einfach weg gewesen. Ja. Und dann war großer Empfang mit Indira Gandhi. Uns durften aus Sicherheitsgründen keine
Journalisten außer mir. Ich war ja vom indischen Government nominiert und saß da mit Huschke von Hanstein und unseren Rallye-Fahrern. Und bei der Siegerehrung, ja, ich sollte fotografieren. Ich hatte nur ein Problem. Oben ging kein Funkgerät, weil nämlich auch kein Strom ging. Ich konnte also auch mein Blitzlicht, aufsteckbar, nicht nachladen. Okay. So, jetzt sage ich sollte also die Siegerehrung fotografieren. Dann habe ich Indira Gandhi gesagt, also immer wenn ich komme, so mache, muss ich dann ganz ruhig sein. Entweder lächeln, aber ruhig halten. Und die Siegerin oder die Sieger auch. Und immer wenn ich so machte, war dann angesagt, Knips, dann die nächste Siegerehrung. So habe ich dann als offizieller Fotograf ohne Blitz immer mit langer Belichtungszeit die Siegerehrung fotografiert. Und dann sagte Indira Gandhi zu mir, also das nächste Jahr werden Sie nicht mit Steinen, sondern mit Blumen empfangen. Und just diese Indira Gandhi ist von den gleichen 6, nämlich ihren Leibwächtern, 4 Jahre später im Vorgarten ermordet worden. Nicht. So kann es gehen. Ja, so kann es gehen. Menschenleben ist da nicht viel wert. Aber richtig. Das ist ja ein Erlebnis. Also jetzt möchte ich wissen, was das Zweitschlimmste vor 2 Tagen war. Während der Rallye, Helmer Hosch, der ist beinahe mit einem Hubschrauber abgestürzt. Nicht? Da haben sie eine alte Bell gehabt, haben auch vergessen, dass das Ding ungefähr viel Sprit frisst und sollte von oben aus der Luftperspektive fotografieren. Da hat plötzlich der Pilot gesagt, wir hätten keinen Sprit mehr. Dann sind die auch mit Autorotation noch runtergekommen. Ach, da Sachen von den Teilnehmern, was da alles passiert ist. Ich habe das irgendwo auch schon, diese Story habe ich schon ein paar Mal geschrieben, aber was da alles passiert ist, also unglaubliche Dinge, was die Fahrer erlebt haben. Ja. Das erste war, wer da mitfuhr. Da war eine Kategorie zum Beispiel für Nutzfahrzeuge. Da fuhr also auch ein Erste-Hilfe, ein Krankenwagen mit als Rallye-Fahrzeug, hatte aber drin noch alle Armaturen, Betten und so weiter. Könnte ja sein, dass mal jemand was hat. Fuhr die Krankenwagen. Dann gab es eine Kategorie für Fahrer ohne Führerschein. Das ist meine Lieblingskategorie. Dann gab es eine Kategorie für Fahrzeuge mit einem schwachen Motor. Da saßen dann 5 drin als Schiebekommando. Also die verrücktesten Klassen und Kategorien hatten die. Da fuhr einer meiner vom Erzbischof von Canterbury. Der hat früher der Erzbischof von Canterbury gefahren. Das Auto war irgendwann mal zum Verkauf. Und ein Inder hat das Ding in London gekauft, fuhr mit dem Morris Minor vom Erzbischof von Canterbury die Rallye mit. Also total verrückt. Gibt es die Rallye noch? Nein. Nee. Also, das war also, was da so rundum passiert ist, wenn ich die ganzen Schilderungen der Teilnehmer nehme, wer wo welchen Stein durch die Scheibe gekriegt hat, wer wo gerade noch den Kopf zur Seite gezogen hat, weil sie von hinten ins Auto sprang und also da müssten wir jetzt also noch bis heute Nacht sitzen, um jeden einzelnen Fahrer mit seinen Erlebnissen abhandeln zu können. In welchem Jahr war das? 82. Okay. Ja, das Verrückteste war, ich sollte anschließend mit der Yacht im Segelboot von Jochen Maas, sollte ich über den Atlantik schippern. Ihr ahnt es schon, in einer Woche habt ihr gar keine Zeit, alles auf einmal zu hören. Darum gibt es in der kommenden Woche Teil 2 mit meinem Gast Jochen von Osterroth. Und da erzählt er zum Beispiel auch, wie es damals war, als ATS-Chef Günther Schmidt sein Formel-1-Team zusammengestellt hat. Alleine dafür lohnt es sich einzuschalten, versprochen. Euch eine schöne Woche und vielleicht habt ihr Lust, meinen Geburtstagsrundgang mit Hans Heyer anzuschauen, wo ich zum Beispiel mit Christian Menzel, Rainer Braun, Willi Kausen, Jochen Dauer, Michael Manusakis und vielen, vielen mehr gesprochen habe. Den Link dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de